Ihre Rollstuhlbremse funktioniert nicht richtig. Woran es liegen könnte und wie Sie es beheben, das zeige ich Ihnen jetzt. Herzlich willkommen in der Proaktiv Servicewerkstatt. Mein Name ist Jendrik und für das heutige Thema benötigen wir folgendes Werkzeug. Lediglich einen 4er Innensechskant und wenn ihr den habt, kann es auch schon losgehen. Die Einstellung der Bremse kann erforderlich sein, wenn diese entweder abgenutzt ist, das erkennen Sie durch Abnutzungsspuren am Bremselement, oder wenn Sie einen neuen Reifen oder einen veränderten Luftdruck haben. Beim veränderten Luftdruck muss darauf geachtet werden, ist dies absichtlich passiert, dann ist es okay. Ist es nicht absichtlich, muss zuerst der Luftdruck angepasst werden, bevor Anpassungen an der Bremse vorgenommen werden. Eine dritte Möglichkeit ist die Veränderung der Radspur oder der Radposition. Veränderung der Radposition wäre zum Beispiel ein veränderter Kipppunkt, wo das Rad weiter nach vorne oder hinten kommt und deswegen die Bremse neu eingestellt werden muss. Wie Sie die Bremse neu einstellen, zeige ich Ihnen jetzt. Als erstes benötigen wir einen 4er Innensechskantschlüssel, mit dem wir die beiden Klemmschrauben an der Innenseite der Sechskant-Klemmleiste der Integralbremse lösen können. Damit können wir dann die Bremse verschieben auf der Klemmleiste, um den Abstand zwischen Rad und Bremse korrekt einzustellen. Ich zeige das Ganze jetzt am Beispiel der Integralbremse und später noch am Beispiel der Kniehebelbremse. Bei der Integralbremse löse ich nun beide Klemmschrauben. Und dann können wir die Integralbremse hier verschieben. Als ungefähres Einstellmaß gilt, wenn ich die Bremse leicht löse und am Rad anlege, sollte das Bremselement senkrecht zum Bremshalter stehen. Das heißt, wir schieben das ungefähr so hin, dass nachher ein Restweg zum die Bremse spannen übrig ist. Das ist einmal eingestellt. So. Wenn wir jetzt die Bremse betätigen, ist der Druck noch sehr gering. Das Rad lässt sich noch immer bewegen. Das heißt, wir sind noch nicht an der richtigen Position und müssen weiter nach hinten. Wäre der Druck jetzt zu stark, müsste die Bremse etwas weiter nach vorne. In unserem Fall aber nun weiter nach hinten. Deshalb lösen wir die Schrauben nochmals, bringen die Bremse etwas weiter nach hinten. Ziehen nun beide Schrauben fest und kontrollieren den Bremsdruck und die Bremskraft erneut. Jetzt haben wir einen satten Bremsdruck, aber noch von der Bedienung in Ordnung und das Rad wird ordentlich gebremst. So sollte die Bremse eingestellt sein und nun zur nächsten Seite. Auf der Seite habe ich eine Kniehebelbremse, die ebenfalls das Problem hat, dass der Abstand zum Rad nicht stimmt. Deshalb muss diese verstellt werden. Wir lösen beide Klemmschrauben. Und können nun die Bremse verschieben. Die Bremse öffnen, dass der Hebel das Bremselement auf der vorderen Position ist. Und dann ca. 2 bis 3 mm Abstand zum Reifen einhalten, damit die Bremse im Fahrzustand auch ordentlich frei macht. Auf dieser Position die Schrauben wieder anziehen und anschließend, wie auf der anderen Seite, den Bremsdruck und die Betätigungskraft überprüfen. Hier haben wir jetzt einen guten Bremsdruck, eine gute Bremskraft, und auch einen ordentlichen Bremsdruck am Rad. Das heißt, das Rad dreht sich hier nicht mehr, der Rollstuhl bremst ordentlich und steht sicher und somit ist auch die Einstellung dieser Bremse fertig. Falls Ihnen meine Service-Tipps helfen konnten, gerne als Rückmeldung einen Daumen nach oben dalassen und um keine weiteren Service-Tipps zu verpassen, jetzt den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal in unserer Proaktiv Servicewerkstatt.